Es ist Sommer, es ist Ferienzeit. Für deine Pflanzen kein Grund zur Freude. Eher ein Stresstest. Sonne, Hitze, Sonnenschein, das macht vielen deiner grünen Mitbewohner Probleme. Was hilft? Regelmäßige und gut dosierte Wassergaben. Wie du den Durst deiner Pflanzen richtig stillst, das zeige ich dir heute, denn beim Wässern werden viele Fehler gemacht. Ganz wichtig die Frage, wann soll gegossen werden? Nicht in der Mittagshitze, denn dann verdunstet viel Wasser und kommt nicht bei den Pflanzen an. Abends nicht, denn dann bleiben die Pflanzen über Nacht feucht. Ideale Bedingungen für Schnecken- und für Pilzerkrankungen. Also morgens gießen. Ein Pluspunkt für die Frühaufsteher unter den Gärtnern. Was auch häufig falsch gemacht wird, jeden Tag so ein bisschen mit dem Schlauch übers Beet gehen. Falsch. Lieber seltener, aber dafür durchdringend gießen. So 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter sollten es schon sein. Denn dann machen die Pflanzen tiefgründig Wurzeln und kommen auch mal mit einer Trockenphase gut zurecht. Und das Wasser muss dahin, wo es gebraucht wird, nämlich an den Wurzeln. Also an den Wurzeln gießen. Was hat solch eine Amphore mit Bewässerung zu tun? Ein ganz neuer Trend, er nennt sich Olla, hat aber uralte Wurzeln im alten China und in Südamerika. Denn dort wurden solche unglasierten Terrakotta-Gefäße schon seit Menschengedenken für die Bewässerung eingesetzt. Wie es funktioniert? Ganz einfach. Gefäß einbuddeln, so, wird bis zum Hals eingebuddelt. Und dann wird die Amphore einfach nur mit Wasser befüllt. Ruhige Hand. So. Da der Ton porös ist, kann das Wasser dann ganz langsam in die umgebende Erde eindringen. Je trockener die Erde ist, desto mehr Wasser wird abgegeben. Je feuchter sie ist, desto weniger. Hat also eine Regelung innen drin. Je nach Trockenheit muss die Flasche 1- bis 2-mal die Woche wieder mit Wasser gefüllt werden. Ganz einfaches Prinzip. Junge, frisch gepflanzte Bäume haben natürlich ein begrenztes Wurzelsystem. Die müssen ja erstmal richtig Wurzeln schlagen und bis dahin hilft ihnen dieser Sack bei der Wasseraufnahme. Solche Bewässerungssäcke gibt es in verschiedenen Größen, davon 40, etwa 50 Liter bis 70, 80 Liter. Thema Rasenbewässerung. Da kann ich Entwarnung geben. Rasen ist widerstandsfähiger, als man denkt. Auch wenn er mal braun geworden ist, treibt er in der Regel, sobald es wieder regnet, aus. Denn die meisten Gräser sind Steppengewächse. Wer allerdings auch im Sommer nicht auf einen üppigen grünen Rasen verzichten möchte, der muss bewässern. Wichtig ist, frühzeitig mit dem Bewässern anzufangen. Dann, wenn die ersten Symptome auftreten, die ersten Trockenheitssymptome, das sind blaue Blattspitzen und fahle Halme. Bei der Bewässerung gilt genauso wie beim Beet, lieber seltener gießen, aber dafür umso mehr, damit sich lange Wurzeln bilden und die Pflanzen auch besser mit Trockenheit klarkommen. Mengen etwa 15 bis 20 Liter pro Quadratmeter. Je schwerer der Boden, desto weniger. Je leichter, also sandiger der Boden ist, desto mehr. Zum Gießen eignet sich zum Beispiel ganz einfach ein Wasserschlauch. Ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, muss man dabei bleiben. Oder ein Regner, zum Beispiel solch ein Sektionalregner, den kann man super gut einstellen. Oder ein Kreisregner. Wer eine fest installierte Anlage hat, der kann auch Versenkregner installieren. Die verschwinden, wenn sie nicht gebraucht werden, einfach im Boden. Das Ganze dann einfach anschließen. Und am besten schnell weggehen. Und wie kriege ich nun raus, wie viel ich gewässert habe? Ganz einfach. Ich stelle eine flache Schale unter den Regner und der Wasserstand in Millimeter ist gleich die Liter pro Quadratmeter, die ich gegossen habe.
Wenn ihr allerdings länger in Urlaub fahren wollt, dann braucht ihr entweder eine freundliche Nachbarin oder einen Nachbarn, der für euch das Gießen übernimmt, oder ihr müsst eine automatische Bewässerungsanlage installieren. Wenn euch meine Tipps gefallen haben, dann gebt mir ein Like und abonniert meinen Kanal. Ich brauche jetzt allerdings auch mal eine Abkühlung. Na. Oh. Bis demnächst.